Wir sind in Frankreich und zwar am Lac de Madine, einem größeren See, der südlich von Luxemburg liegt, etwa von Trier 150 Kilometer entfernt. Dort gibt es mehrere Stellplätze und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu! Wir kommen an einem Mittwoch, es ist der 5. Juni, hier auf diesem Stellplatz in der Nähe von Nonsard an. Hier gibt es direkt nebeneinander, nur 100 Meter entfernt vom See, zwei Stellplätze. Der eine ist ohne Strom, ist eine große Wiese mit Bäumen drauf, dort stehen wir. Oder direkt daneben gibt es einen weiteren Platz, der liegt noch ein bisschen weiter vorne am See. Dort gibt es Strom, der kostet 14 Euro, wir bezahlen 7 Euro. Es hatte ja Tage vorher stark geregnet und beim Befahren der Wiese stellten wir auf einmal fest, dass es weiche Stellen gibt. Aber mit etwas Glück sind wir durchgekommen und es gab dann keine Probleme mehr. Es gibt hier keinerlei Parzellierung, man stellt sich dahin, wo man möchte. Allerdings nimmt man auch Rücksicht auf den Nachbarn, man rückt sich nicht zu dicht auf die Pelle. Wer Fernsehempfang haben möchte über Satellitenantenne, der muss so ein bisschen hier schauen, denn es gibt hier hohe Bäume und da ist das manchmal schwierig hier. Wer jetzt einen Platz braucht mit Strom, der muss hier vor diese Schranke fahren, dort klingeln, dort gibt es eine Säule, dort kann man dann auf einen Knopf drücken und klingeln und dann wird von Mitarbeitern die Schranke geöffnet. In diesem Bereich hat man dann Strom und zahlt 14 Euro inklusive Strom und der Platz ist hier parzelliert. Ein kleines Toilettengebäude gibt es hier, allerdings Duschen habe ich hier nicht gesehen, soll es irgendwo geben im Hafenbereich. Man ist hier auch näher am See und hat teilweise einen Blick auf den See. In der Woche war es hier sehr ruhig. Am Wochenende war das ein bisschen anders, da waren dann viele Menschen hier und dann hört man das Ganze natürlich auch dort hier auf dem Stellplatz im vorderen Bereich. Einen Wasserhahn gibt es auf diesem Stellplatz in diesem Bereich, wo wir stehen, nicht, aber eine Endversorgung ist nur außerhalb dieses Geländes, da muss man extra dann hinfahren oder mit seiner Kehrsätte hinlaufen. Man kann fast überall hier an den See gehen und spazieren gehen. Einen Badestrand gibt es auch. Wassertemperatur aktuell 15, 16 Grad, habe ich mir sagen lassen. Es gab einige wenige Menschen, die in diesem See gebadet haben. Hier im Strandbereich gibt es dann nochmals Toiletten, die auch geöffnet waren, sodass man sie auch hätte nutzen können. Auch am Strand, etwa 300-400 Meter entfernt vom Stellplatz, findet man verschiedene Gebäude, unter anderem ein Gebäude, wo eine Rezeption untergebracht ist und hier zahlt man auch seine Stellplatzgebühr. Am Wochenende, wenn der Platz voller ist, dann wird auch direkt auf dem Stellplatz kassiert. Für uns gibt es natürlich noch einen besonderen Grund, weshalb wir hierher gekommen sind. Es gibt um den gesamten See herum Geocache, ca. 100 Stück. Und das wollen wir jetzt mit dem Fahrrad abfahren und die Geocache dann entsprechend locken. Wir sind jetzt gestartet mit den Fahrrädern von unserem Stellplatz, der 7 Euro kostet, und fahren jetzt über den Platz, der 14 Euro kostet. Auf diesen Platz gelangt man allerdings nur über die Schranke, die ich am Anfang gezeigt habe. Man ist von hier aus ganz schnell mit dem Fahrrad dann am See. Hier fahren wir dann jetzt durch so eine Art Parkanlage und dann geht der Weg weiter. Man darf hier überall mit dem Fahrrad fahren, weiter bis direkt an den See. Einmal um den ganzen See herum sind ca. 22 Kilometer. Nicht überall und immer ist man direkt am See, aber hier hat man wieder eine Stelle, wo man Pause machen kann, anhalten kann und dann einen Blick auf den See werfen und die Natur beobachten kann. Vielleicht hört man es handelt sich um ein Froschkonzert. Es gibt auch so Aussichtspunkte, die in den See hineingebaut sind. Von hier aus kann man dann die Wasservögel beobachten. Dieser See ist ein Stausee, er wird von einem kleinen Fluss gespeist. Er wird nicht nur für touristische Zwecke genutzt, sondern auch für die Wasserversorgung der Städte oder Trinkwasserversorgung der Städte Nancy und Metz.
Wenn man um den See fährt, dann sieht man in der Ferne ein Monument und dort kann man auch hinfahren. Wir sind dorthin gefahren mit dem Fahrrad. Es geht dann am Ende doch stark bergauf, aber man hat von hier oben eine ganz tolle Aussicht. Dieses Denkmal wurde errichtet zur Erinnerung an eine Offensive im Ersten Weltkrieg, und zwar im September 1918. Erbaut wurde dieses Denkmal in den Jahren 1929 bis 1930. Das Ganze ist hier in einer Höhe gebaut worden von 260 Metern. Man hat von hier oben einen tollen Panoramablick. Man kann von hier oben in alle Himmelsrichtungen schauen und so kann man auch einen Blick auf den See werfen. Und im Hintergrund sieht man dann dort auch, wo unser Stellplatz ist. In der Mitte der Gedenkstätte gibt es eine Abbildung der Landschaft. Dort kann man sehen, wann, wo welche Schlachten stattgefunden haben. Von hier oben sieht man auch den Weg, wo wir mit den Fahrrädern gekommen sind. Auch wenn es etwas beschwerlich war, mit dem Fahrrad hier hochzufahren, hat es sich doch gelohnt, hier hinzukommen. Ganz tolle Aussicht und es ist schon alles beeindruckend. Jetzt hatte ich nochmal an anderer Stelle gelesen, die Höhe soll nicht 260, sondern 375 Meter betragen. Man kann auch mit dem Auto oder natürlich auch mit dem Motorrad hier hochfahren. Das ist natürlich etwas einfacher als mit dem Fahrrad. Für uns ging es dann wieder zurück Richtung See. Und zwar gibt es dort 2 weitere Stellplätze, die wollten wir uns anschauen. Auch hier gibt es wie bei uns 2 Kategorien von Plätzen. Eine, den wir jetzt hier sehen, das ist der Platz mit Strom, der kostet 14 Euro. Und dann gibt es einen weiteren Platz, dort gibt es keine Parzellierung und der ist dann ohne Strom und kostet 7 Euro. Hier gibt es auch eine Entsorgung und zwar sehen wir diese blaue Säule, das ist hier die Entsorgungsstation. Man braucht dazu, um hier jetzt zum Beispiel ein Wasser zu zapfen oder die Kassette auszuschütten, einen Jeton. Den muss man kaufen in der Rezeption und dann kann man eine Tür öffnen und dann kann man Wasser zapfen oder seine Toilette entleeren. Auch hier gibt es einen kleinen Strand, also eine Bademöglichkeit ist hier vorhanden. Auch eine Segelschule gibt es hier. Vielleicht kann man hier auch ein Segelboot mieten, ich weiß es nicht genau. Wer da sowas Interesse hat, müsste sich dann vielleicht mal informieren dazu. Es gibt hier auch verschiedene Bistros und Restaurants am See. Wir haben keines davon besucht, also kann ich da wenig dazu sagen. Ja, wir sind jetzt zurück von unserer Radtour und dann müssen natürlich die Akkus geladen werden. Das mache ich über die Solaranlage. Ich habe also auf dem Dach 570 WP und dann habe ich diese Zusatzfelder noch 2, die nochmal 240 WP haben. Und damit kann ich dann ohne Probleme meine Akkus laden und alles, was wir sonst noch im Fahrzeug brauchen. Wir haben ja 400 Ampere-Stunden Lithiumbatterien, die puffern dann den Strom, wenn die Sonne mal nicht scheint. Wenn die Sonne allerdings mehrere Tage nicht scheint, dann ist irgendwann vorbei. Dann müssen auch wir an den Strom. Aber das ist dann auch kein Problem. Jetzt noch eine Sache und zwar an der Zufahrt hier zum Stellplatz. Dort gibt es ein kleines Häuschen und dort kann man an einem Automaten frisches Baguette und andere Lebensmittel kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich dort eine Pizza zu ziehen. Also eine richtig fertige Pizza. Es gibt hier nicht nur Baguette, auch einige Lebensmittel. Sind natürlich relativ teuer im Verhältnis, wenn man sie im Supermarkt kauft. Aber ein Baguette kostet hier 1,10 Euro. Ich habe es bezahlt mit dem Handy. Zurück zum Stellplatz. Wir sehen hier auch größere Mobile. Ich denke auch 10, 12 Meter ist hier möglich. Und auch wer einen Hund dabei hat, hier kein Problem. Man kann hier also mit dem Hund schön Gassi gehen und natürlich auch mit dem Hund hier ein bisschen spielen.
Wir waren 4 Nächte auf diesem Stellplatz, war alles okay für uns. Jetzt fahren wir nochmal zur Entsorgung, bevor es für uns weitergeht. Man sieht, der Rasen ist hier überall fest, also kein Problem hier wieder rauszufahren. Die Entsorgung liegt außerhalb des Stellplatzes und ist kostenpflichtig. Man muss sich einen Jeton kaufen, der kostet 3,50 €, um hier dann zu entsorgen. Hat geklappt. Eine besondere Situation. Also diese Entsorgung ist nicht so die optimale. Wir wollen Frischwasser tanken. Dazu nimmt man oder muss man erstmal einen Jeton einwerfen. Dann kann man diese Tür öffnen und dann hat man so eine Pistole hier wie zum Wasserspritzen. Und die habe ich jetzt mit so einem sogenannten Wasserklau an den Schlauch angeschlossen. Und damit kann ich jetzt Wasser tanken. Entsorgen kann man hier auch. Und zwar, wenn man dort reinschaut, dann sieht man, dort ist eine Öffnung. Dort kann man seine Toilette entleeren. Alles andere sieht etwas unappetitlich hier aus. Fäkalien kann man hier eigentlich nicht entsorgen, haben aber andere wahrscheinlich schon gemacht. Wir werden hier nur das Grauwasser entsorgen. Das Ganze sieht etwas ungepflegt hier aus, ist auch nicht gut gemacht, dass man dort, wo man die Kassette ausschüttet, den Frischwasseranschluss auch hingelegt hat. Das muss ich vielleicht noch hinzufügen, wir haben den Wasseranschluss, bevor wir ihn genutzt haben, desinfiziert. Wir brauchten jetzt unbedingt Frischwasser, sonst hätte ich hier nicht unbedingt getankt, aber wir haben auch keine große Menge getankt und hoffen, dass das so alles in Ordnung ist. Unsere Reise geht weiter und zwar Richtung Mosel. Dort werden wir nochmal einen Stellplatz anfahren. Auch darüber werde ich in der nächsten Zeit berichten. Ich sage mal wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.